diesem Video nehme ich dich in meine Gedankenwelt mit. Ich spreche über ein Thema, das mich sehr beschäftigt. Es geht um Geld, um den Sozialstaat und um die Frage, wo die Bundesregierung im sozialen Bereich sparen will. Ich bin kein Politiker und kein Finanzexperte. Ich bin ein Mensch mit schwerer Körperbehinderung. Ich sitze im Rollstuhl. Ich brauche jeden Tag Hilfe. Darum sehe ich solche Nachrichten nicht nur als politische Meldung. Ich frage mich sofort, was bedeutet das für Menschen wie mich? Was bedeutet das für Menschen, die nicht einfach sagen können, dann arbeite ich eben mehr, dann mache ich eben alles allein, dann komme ich schon irgendwie klar? Die Bundesregierung und Befürworter dieser Reform sagen, dass Sozialleistungen gerechter und genauer werden sollen. Das Bürgergeld soll zur neuen Grundsicherung werden. Wer arbeiten kann, soll schneller in Arbeit vermittelt werden. Wer nicht mitwirkt, muss mit stärkeren Folgen rechnen. Für mich fühlt sich das nach mehr Kontrolle, mehr Pflichten und mehr Druck an. Die Regelsätze sollen 2026 zwar nicht niedriger werden, sie bleiben gleich. Aber auch das ist für viele Menschen schon ein Problem. Denn wenn alles teurer wird und die Leistung gleich bleibt, fühlt sich das im Alltag trotzdem wie weniger Geld an. Miete, Strom, Essen, Pflegeprodukte, Mobilität und Alltag kosten nicht weniger, nur weil der Regelsatz gleich bleibt. Ich verstehe, dass ein Staat mit Geld umgehen muss. Ich verstehe auch, dass Missbrauch verhindert werden soll. Natürlich soll niemand Leistungen bekommen, obwohl er sie gar nicht braucht. Aber ich habe ein großes Problem damit, wenn in der öffentlichen Diskussion so getan wird, als wären Menschen mit Sozialleistungen automatisch faul, bequem oder selbstschuld. Das ist nicht fair. Viele Menschen brauchen Hilfe, weil sie krank sind, behindert sind, alt sind, Kinder versorgen, Angehörige pflegen oder in einer schweren Lebenslage stecken. Nicht jeder Mensch kann einfach funktionieren wie eine Maschine. Mich trifft diese Debatte vor allem emotional, denn ich weiß, wie abhängig man sein kann. Ich weiß, wie es ist, wenn andere über Hilfe entscheiden. Ich weiß, wie viel Papier, Anträge, Nachweise und Begründungen nötig sind, bis man bekommt, was man braucht. Für mich ist Unterstützung kein Luxus. Für mich ist Unterstützung die Grundlage meines Lebens. Ohne Hilfe kann ich nicht aufstehen, mich nicht waschen, nicht essen, nicht rausgehen und auch keine Videos machen. Wenn im sozialen Bereich gespart wird, dann klingt das für manche nur nach Zahlen. Für mich klingt es nach Angst. Angst, dass Hilfe noch schwerer zu bekommen ist. Angst, dass Anträge noch genauer geprüft werden. Angst, dass Menschen mit Behinderung noch mehr erklären müssen, warum sie Hilfe brauchen. Vielleicht betrifft mich die neue Grundsicherung nicht in jedem Punkt direkt, denn sie richtet sich vor allem an Menschen, die arbeiten können oder dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Aber die Grundhaltung dahinter betrifft uns alle. Wenn der Staat immer stärker fragt, was kostet dieser Mensch? Dann frage ich zurück, was ist ein Menschenleben wert? Was ist Selbstbestimmung wert? Was ist Würde wert? Im Grundgesetz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Genau das darf man in dieser Debatte nicht vergessen. Ja, ein Mensch mit Behinderung kostet vielleicht Geld, aber er ist nicht weniger wert. Ich bin nicht nur ein Kostenpunkt im Haushalt. Ich bin ein Mensch mit Gedanken, Gefühlen, Wünschen und einem eigenen Leben. Besonders gefährlich finde ich, wenn Einsparungen am Ende nicht offen als Kürzung daherkommen, sondern versteckt. Zum Beispiel durch längere Bearbeitungszeiten, durch strengere Gutachten, durch mehr Ablehnungen, durch weniger Beratung, durch Druck auf Kommunen, Ämter und soziale Träger. Dann steht vielleicht nirgends, wir kürzen Menschen mit Behinderung die Hilfe, aber in der Praxis wird Hilfe langsamer, komplizierter und schwerer erreichbar. Und genau das kann für Betroffene sehr hart sein. Für Menschen wie mich kann schon eine kleine Veränderung große Folgen haben. Wenn Assistenzstunden gekürzt werden, fehlt nicht nur irgendeine Dienstleistung, dann fehlt ein Stück Freiheit. Wenn Hilfsmittel schwerer genehmigt werden, bleibt man vielleicht länger abhängig oder eingeschränkt. Wenn Beratungsstellen weniger Geld bekommen, finden Menschen vielleicht niemanden mehr, der ihnen beim Antrag hilft. Wenn Pflege- und Eingliederungshilfe unter Druck geraten, trifft es nicht nur Zahlen in einem Haushalt. Es trifft Körper, es trifft Alltag, es trifft Würde.
Ich wünsche mir, dass Politik mehr mit betroffenen Menschen spricht. Nicht nur über uns, sondern mit uns. Denn wir wissen, was Hilfe im Alltag bedeutet. Wir wissen, wie es sich anfühlt, wenn man warten muss. Wir wissen, wie es sich anfühlt, wenn fremde Menschen entscheiden, ob etwas notwendig ist oder nicht. Für Außenstehende ist eine Leistung vielleicht nur ein Betrag. Für mich kann sie bedeuten, ob ich am Leben teilnehmen kann oder nicht. Ich sage nicht, dass niemals etwas geprüft werden darf. Natürlich müssen Leistungen richtig eingesetzt werden. Aber sparen darf nicht bedeuten, dass die Schwächsten am meisten Angst haben müssen. Ein Sozialstaat ist nicht daran zu erkennen, wie hart er mit Menschen umgeht, die Hilfe brauchen. Ein Sozialstaat ist daran zu erkennen, ob er Menschen schützt, wenn sie sich nicht selbst schützen können. Darum macht mir diese Entwicklung Sorgen. Nicht, weil ich gegen Ordnung bin, nicht, weil ich gegen Kontrolle bin, sondern weil ich Angst habe, dass Menschlichkeit verloren geht. Wenn Politik nur noch fragt, wo man sparen kann, dann fehlt oft die wichtigste Frage: Was passiert mit den Menschen dahinter? Ich wünsche mir ein Land, in dem Leistung nicht nur bedeutet, Geld zu verdienen. Auch Leben mit Behinderung ist jeden Tag Leistung. Jeden Tag durchhalten, jeden Tag erklären, jeden Tag abhängig sein und trotzdem versuchen, selbstbestimmt zu bleiben. Das sieht man von außen oft nicht, aber es ist da. Mein Wunsch ist einfach: Spart nicht an Würde, spart nicht an Teilhabe, spart nicht an Menschen, die ohne Hilfe nicht leben können. Prüft Missbrauch, ja, macht Verfahren einfacher, ja, aber macht das Leben von Menschen, die wirklich Hilfe brauchen, nicht noch schwerer. Denn am Ende geht es nicht nur um Milliarden im Haushalt, es geht um Menschen, es geht um mich und es geht um viele andere, die oft keine laute Stimme haben.